Hallo, ich bin Professor Dr. Stefan Kölsch. Willkommen zu einem neuen Video zu meinem Buch Die dunkle Seite des Gehirns über das Unterbewusste. Heute geht es um negative Gedankenschleifen. Jeder kennt das. Wenn wir uns nicht wirklich auf etwas konzentrieren, fangen unsere Gedanken an zu schweifen. Ja, das geschieht beim Pendeln zur Arbeit, während der Hausarbeit, beim Duschen. Manchmal sind die umherschweifenden Gedanken positiv. Ja, wir erinnern uns vielleicht an etwas Schönes oder uns kommt eine gute Idee. Aber oft funkt uns etwas dazwischen, unser düsteres Unterbewusstes. Es spielt uns Inhalte ein, die negativ sind. Unsere Gedanken kreisen dann um etwas, das uns emotional stresst. Also zum Beispiel etwas, das uns einmal sehr ärgerte, enttäuschte oder frustrierte, wie eine Trennung oder ein Streit. Obwohl ein Ereignis längst erledigt ist, wiederkäuen wir Gedanken darüber, wie unfair etwas war, was wir hätten sagen können oder tun können. Und oft malt sich das Unterbewusste auch Rache oder Vergeltung aus. Oder es lässt die Gedanken um etwas kreisen, worüber wir uns Sorgen machen oder vor dem wir Angst haben. Bei einigen Menschen kreisen die Gedanken darum, wie wertlos oder unfähig sie sich fühlen, etwa als Elternteil, als Partner oder überhaupt als Mensch. Wie erforschen WissenschaftlerInnen so etwas? Im Jahre 2010 befragten die Psychologen Matthew Killingsworth und Daniel Gilbert von der Harvard University Tausende von Versuchspersonen über eine Smartphone-App. Zu zufälligen Tageszeiten klingelte die App und fragte die Personen, ob sie mit ihren Gedanken bei der Tätigkeit waren, mit der sie momentan beschäftigt waren, und wie glücklich sie sich dabei gerade fühlten. Die Forscher wollten damit herausfinden, wie oft Personen ihre Gedanken schweifen lassen und ob die Gedanken dabei eher angenehm sind oder unangenehm. Die Forscher machten eine überraschende Entdeckung dabei, denn in fast der Hälfte der Fälle ließen die Personen ihre Gedanken schweifen. Bei der Arbeit, beim Einkaufen, Ausruhen, Lesen, Essen, egal bei welcher Tätigkeit, gaben die Personen an, dass ihre Gedanken schweiften. Nur beim Sex schweiften die Gedanken kaum. Die Forscher bekamen außerdem noch ein weiteres faszinierendes Ergebnis. Denn sobald die Gedanken schweiften, fühlten sich die Personen im Schnitt unglücklicher, als wenn sie sich auf ihre Tätigkeit konzentrierten. Wenn die Personen sich auf etwas konzentrierten, empfanden sie ihre Gedanken eher als angenehm. Und verblüffenderweise selbst dann, wenn die Tätigkeit an sich gar nicht besonders angenehm war. Ja, ließen die Testpersonen ihre Gedanken jedoch schweifen, dann waren diese meist unangenehm oder bestenfalls neutral. Selbst wenn die Testpersonen mit einer Tätigkeit beschäftigt waren, die sie eigentlich mochten, machte das Gedankenschweifen sie dabei oft unglücklich. Gelegentlich gaben die Testpersonen zwar an, die Gedanken beim Gedankenschweifen seien positiv, jedoch fühlten sie sich dabei nicht glücklicher, als wenn die Gedanken nicht schweiften. Und Studien anderer Forscher kamen zu ganz ähnlichen Ergebnissen. Menschen lassen im Durchschnitt circa die Hälfte ihrer Lebenszeit die Gedanken schweifen und in einem erheblichen Teil dieser Zeit kreisen die Gedanken um negative Dinge. Es ist also erstaunlich, wie viel unserer kostbaren Lebenszeit wir mit negativen Gedankenschleifen aus dem Fenster werfen. Ja, jeder andere, der unsere Zeit derart verschwenden würde, wäre sofort unser ärgster Feind. Wenn wir uns nicht bewusst auf unsere Tätigkeit konzentrieren, geraten wir leicht in eine Art unterbewussten Autopilot-Modus. Und dann sind wir oft unglücklicher als in Situationen, in denen wir uns auf eine Aufgabe konzentrieren, beziehungsweise in denen wir unsere Aufmerksamkeit und unsere Gedanken bewusst steuern. Negative Gedanken kreisen im unterbewussten Autopilot-Modus wieder und wieder um etwas, das uns emotional belastet. Wir geraten dann schnell in einen Teufelskreis. Die negativen Gedankenschleifen vermiesen unsere Stimmung und eine miese Stimmung wiederum ruft negative Gedankenschleifen hervor. Von daher steigern solche Bad Vibrations nicht gerade unsere Lebensqualität. Negative Gedankenschleifen können sogar ungesund werden.
Die treten zum Beispiel bei Patienten mit Depressionen oder Angststörungen auf. In der Fachsprache wird das fortwährende Wiederkäuen von Gedanken auch Ruminationen genannt. Bei einer Depression sind außerdem biochemische Vorgänge aktiv, die das Wachstum von Krebstumoren begünstigen, die Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen fördern und die Kommunikation des Immunsystems durcheinanderbringen. Zum Beispiel produzieren Zellen des Immunsystems die gleichen Botenstoffe wie bei einer Entzündung. Diese Botenstoffe werden im Gehirn registriert und rufen dort dieselben Reaktionen hervor wie bei einer echten Entzündung. Sich unglücklich zu fühlen, macht den Körper also krank. Und daher ist es für die Gesundheit wichtig, negative Gedankenschleifen auszuschalten. Wo im Gehirn werden solche negativen Gedankenschleifen erzeugt? Im unterbewussten Autopilot-Modus werden bestimmte Hirnstrukturen aktiv, die ich das Autopilot-Netzwerk nenne. Der wissenschaftliche Begriff dafür ist das Default Mode Network. Dieses Netzwerk wurde in den letzten Jahren zu einem der meist untersuchten Forschungsgegenstände in der Hirnforschung. Experimente dazu werden auf ganz einfache Weise durchgeführt. Testpersonen liegen für mehrere Minuten ohne besondere Aufgabe im Hirnscanner. Den meisten wird dabei rasch langweilig und sie fangen an, ihre Gedanken schweifen zu lassen. Ja, ihnen kommen spontane Gedanken, die sie nicht bewusst lenken und die weder zweckbestimmt noch zielgerichtet sind. Und genau bei solchen Gedanken ist dieses Autopilot-Netzwerk aktiv. Ein Teil dieses Netzwerks ist der sogenannte Orbitofrontalkortex, unser Unterbewusstes. Es erzeugt Gedanken über Dinge, die uns emotional beschäftigen und gibt leider negativen Dingen Vorrang vor positiven. Meine Arbeitsgruppe fand in Experimenten heraus, dass das Autopilot-Netzwerk bei negativen Gedankenschleifen das Schmerzsystem im Gehirn aktiviert. Und so werden unterbewusste negative Gedanken schmerzhaft und wir fühlen uns unglücklich. Fortdauernde negative Gedanken und Stimmungen können sogar zu chronischen Schmerzen führen. Patienten mit Depressionen, bei denen das Autopilot-Netzwerk einschließlich des Unterbewussten besonders aktiv ist, haben oft auch Schmerzprobleme. Und eine Aufhellung der Stimmung bei diesen Patienten reduziert diese Schmerzen. Das unterbewusste Erzeugen negativer Gedankenschleifen ist wie eine schlechte Angewohnheit. Aber zum Glück können wir die giftigen Gedankenschleifen bewusst kontrollieren und ausschalten. Dafür müssen wir bei Gedankenschleifen unserem Unterbewussten das Steuer aus der Hand nehmen und bewusst unsere Gedanken lenken. Und besonders wirkungsvoll sind hierbei folgende Schritte. Der erste Schritt besteht darin, die negativen Gedankenschleifen überhaupt zu erkennen. Ja, sobald ihr sie bemerkt, könnt ihr euer Unterbewusstes grüßen und euch bewusst so etwas sagen wie, aha, das sind negative Gedankenschleifen. Freut euch darüber, dass ihr die unterbewussten Gedankenschleifen diesmal bemerkt habt, denn jede positive Regung wird euch bei den nächsten Schritten helfen. Ihr könnt euch ja mal fragen, wie lange habe ich beim letzten Mal gebraucht, um eine negative Gedankenschleife zu erkennen? Schaffe ich es nächstes Mal vielleicht noch schneller? Im zweiten Schritt sagt ihr euch, es ist normal, negative Gedankenschleifen zu haben. Dafür brauche ich mich nicht zu schämen. Aber jetzt lenke ich meine Gedanken auf etwas, das mir nützt. Und dann leitet ihr eure negativen Gedanken bewusst auf etwas Positives oder etwas Konstruktives. Oder ihr konzentriert euch einfach auf das, mit dem ihr gerade beschäftigt seid. Dritter Schritt. Achtet darauf, dass ihr nicht in die negativen Gedankenschleifen zurückfallt. Bleibt bei positiven oder konstruktiven Gedanken oder konzentriert euch auf eure momentane Tätigkeit. Behaltet das Gedankensteuer bewusst in der Hand. Sobald ihr es aus der Hand gebt, übernimmt nämlich euer unterbewusster Autopilot das Steuer und führt euch zurück zum Grübeln, Brüten und Gedankenwiederkäuen. Negative Gedankenschleifen abzuschalten gehört mit zu den größten persönlichen Erfolgen, die wir im Leben erzielen können. Wenn wir gestresst sind, scheint uns das sehr schwierig. Aber je öfter wir diese Schritte üben, desto leichter gelingt es. Um negative Gedankenschleifen zu unterbinden, sind Techniken wie Meditation, Yoga, Achtsamkeitsübungen entwickelt worden. Und falls ihr trotz der genannten Schritte noch Schwierigkeiten mit Gedankenschleifen habt, kann zum Beispiel ein Yogakurs helfen.
Das war ein Ausschnitt aus meinem Buch Die dunkle Seite des Gehirns über das Unterbewusste. Der Link ist unten. Schön, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch einen schönen Tag, möglichst ohne negative Gedankenschleifen. Im nächsten Video geht es dann darum, wie wir negative Gedankenschleifen mit Musik abschalten können.